Wir sagen nicht gegangen. Wir sagen nicht gemacht. Wir sagen nicht gefahren. Und wir sagen nicht, das gefällt mir. Wie klingt die Vorsilbe GE, aber dann in Österreich? Das lernt ihr jetzt. Grüß euch, wir sind Nati und Verena aus Salzburg. Bei uns dreht sich alles um das Deutsch und das Leben in Österreich. Wir begleiten euch auf eurem Weg vom ersten Kontakt mit dem Dialekt bis hin zum Moment, wo Gespräche verstehen kein Problem mehr ist. Die Vorsilbe G kennt ihr wahrscheinlich vor allem von der Vergangenheitsform Perfekt, die ihr im Deutschkurs gelernt habt. Sehr oft wird nämlich das Partizip 2 oder Partizip Perfekt eines Verbs mit der Vorsilbe G gebildet. Diese Vorsilbe benutzen wir im Dialekt aber nie ganz, sondern verkürzen es auf ein simples G. Deshalb wird dann zum Beispiel aus gemacht einfach gemacht oder aus gegangen gegangen. Auch das andere Beispiel vom Intro, gefahren, wird im Dialekt zu gefahren. Oder das gefällt mir wird zu das gefällt mir. Wenn ihr übrigens noch mehr zum Verb gefallen lernen möchtet, schaut euch unbedingt dieses Video an. Zur Schreibweise gibt es übrigens keine Regel. Ihr könnt sowohl diese Schreibweise sehen oder diese. Für Verben ist es aber typischer, dass wir es ohne Apostroph zusammenschreiben. Bei Adjektiven sehen wir häufig die Version mit einem Apostroph. Hier noch ein paar Beispiele mit der Vorsilbe G im Dialekt. Ma so schön, es ist alles weiß, es hat die ganze Nacht geschnieben. Wir haben letzte Woche so viel gearbeitet, wir haben uns richtig aufs Wochenende gefreut. Hast du meine Mail gesehen? Ja, ich habe dir schon geantwortet. Wo warst du denn? Ich habe eine halbe Stunde auf dich gewartet. Danke, dass du mir gestern geholfen hast. Aber Achtung, nicht überall, wo ihr die GE-Vorsilbe seht, könnt ihr auch diese Abkürzung auf G verwenden. Das gilt vor allem bei Nomen. Zum Beispiel bleibt das Wort Gebäck auch im Dialekt als Gebäck. Ich habe ein bisschen Gebäck gekauft. Oder das Gebirge bleibt als Gebirge. Wie heißt denn das Gebirge in Tirol? Auch das Gedicht klingt gleich als Gedicht. Kannst du mir das Gedicht vorlesen? Okay, habe ich verstanden. Die Vorsilbe G bei Verben wird sehr oft zu G im Dialekt. Für G bei Nomen gilt das aber nicht. Aber warum gibt es dann bei manchen Verben sogar gar keine Vorsilbe? Zum Beispiel, ich habe gedacht wäre in unserem Dialekt ich hab gedacht. Oder ich habe Nati getroffen wäre ich hab Nati getroffen. Hier gibt es gar kein G. Warum? Das ist eine spannende Frage. Bei manchen Verben lassen wir im Dialekt die Vorsilbe G oder eben nur G vollständig weg. Das ist dann der Fall, wenn nach der Vorsilbe G ein sogenannter Verschlusslaut folgt. Das wird auch plosive Plosivlaut oder explosive Explosivlaut genannt. Das sind bestimmte Konsonanten, die wir auf eine bestimmte Art und Weise artikulieren, also in unserem Mund produzieren. Bei der Artikulation dieser Konsonanten wird nämlich der Atemluftstrom kurz blockiert. Und wenn dieser Luftstrom wieder freigelassen wird, dann ist der Klang fast wie eine kleine Explosion. Der Luftstrom kann zum Beispiel durch die Lippen kurz blockiert werden und dann wieder freigelassen werden. Das ist der Fall bei B oder P. Aber auch mit der Zunge an verschiedenen Positionen im Mund kann der Luftstrom blockiert werden, wie bei T, D, K oder G. Das heißt, bei Verben, die im Partizip 2 nach der Vorsilbe G mit T, D, K, G, P oder B starten, gibt es im Dialekt gar keine Vorsilbe. Nehmen wir das Beispiel mit T. Wir wissen jetzt, dass T ein Verschlusslaut ist. Ein Verb, das mit T beginnt, ist trinken. Das Partizip 2 von trinken ist getrunken im Standarddeutsch. Aber im Dialekt sagen wir jetzt eben nicht getrunken. Nach der Vorsilbe G folgt hier ein Verschlusslaut. Also lassen wir G ganz weg und sagen nur trunken. Zum Beispiel, ich habe ein Glasl Hollersoft getrunken. Ein anderes Beispiel wäre bringen. Das Partizip 2 ist gebracht. Ihr seht, dass auch hier nach der Vorsilbe G ein Plosivlaut, also B in diesem Beispiel kommt. Wie sagen wir dazu im Dialekt? Genau, brocht und nicht gebrocht. Also zum Beispiel, er hat mir das gestern schon gebracht. Hier noch ein paar andere Beispiele. Ich habe mir gestern ein neues Auto gekauft. Wir haben schon unseren nächsten Urlaub geplant. Habt ihr schon mal Walzer getanzt?
Mei, voll nett, die Maria hat mir übers Wochenende ihr Jacken borgt. Der Peter hat schon was gekocht für heute am Abend. Und wie schaut es bei Adjektiven mit G aus? Da gilt dieselbe Regel. Wir verkürzen normalerweise das G auf ein G. Und erinnert euch an die Regel von gerade eben. Kommt ein Verschlusslaut nach G, dann lassen wir auch hier die Vorsilbe G komplett weg. Hier noch ein paar Beispiele mit typischen Adjektiven mit und ohne G. Ist die Maria nur verheiratet? Na, die ist jetzt geschieden. Boah, der Fuß ist ja voll geschwollen. Ich fühle mich gerade voll gestresst. Boah, das ist aber schon recht gefährlich. Boah, die Couch ist ja voll gemütlich, die ist richtig gut polstert. Maschä, der Garten ist richtig gut gepflegt. Und, alles klar? Probiert das jetzt gleich aus und schreibt uns einen Satz in der Vergangenheit im Dialekt unten in die Kommentare. Wir freuen uns auf eure Beispiele. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Danke fürs Dabeisein heute. Wie immer sehen wir uns auch nächsten Samstag zu einem neuen Video und bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Dialekt in Österreich doppelt so viel Spaß. Gefallen dir die Dirndl? Das rosa Dirndl gefällt mir nicht so gut, das ist nicht so meine Farbe. Aber der Schnitt ist lieb. Das hellblaue gefällt mir voll gut.